Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Videos, in die Melodien. Und heute haben wir NF. Für mich das letzte Lied auf dem neuen Album, nämlich in Zusammenarbeit mit James Arthur. Sorry. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Das ist eine Blind Reaction. Ich habe noch keine Ahnung. Aber die anderen Lieder von dem Album kenne ich schon. Von daher, vielleicht werden wir komplett überrascht, oder ich. Und vielleicht gibt es schon so ein paar Sachen, die wir aus den anderen Liedern kennen. Lasst uns keine Zeit verlieren. Let's go. I crossed the line in broken oath. Swore I would never let you go. Blamed you for things that weren't your fault. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. Ich bin gespannt. Das kann ja jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Ich habe dich beschuldigt für Dinge. Es kann sein, dass es vielleicht noch was mit seiner Großmutter zu tun hat. Es kann sein, dass er vielleicht seine Mutter anspricht, die zwar schon verstorben ist, aber vielleicht kam das auch mit. Es könnte aber auch eine Beziehungssache sein. Vielleicht eine Nachricht oder etwas über oder an seine Frau. Vielleicht geht es aber auch um jemand ganz anderes. Lass uns weiter gucken. Oh, I wish that I'd have held you close and given you what you deserve. But that's what everybody says when it's too late to fix a bridge that's burned. That's burned. I've been waiting by the phone, just praying that you call me up to say you wish you would have stayed and never said goodbye to us. Okay, krass. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich NF so singen höre. So singen. Oh, das hat mir gleich so einen Schauer. Oh. Also ich mochte jetzt an dem ganzen Album sowieso schon seine Stimme. So dieses leichte Raue, dieses sehr zerbrechliche. Und gleichzeitig ist da auch eine Kraft drin. Zusammen mit der Akustikgitarre. Alter, boah. Ich versuche wirklich, mich dran zu halten und nicht zu fluchen. Manchmal nicht so einfach mit Musik, finde ich, wenn man so in seiner Passion und in seiner Leidenschaft ist, das so wegzulassen. Wow, ich spule mal ein bisschen zurück. Aber ich war so weg, also von der Stimme, dass ich nichts mehr von dem Text gehört habe. I've been waiting by the phone, just praying that you call me up to say you wish you would have stayed and never said goodbye to us. I'm not looking for a fight, baby, I just wanna talk to you and say I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I've been the truth, I broke your trust. Treated you like you weren't enough. Okay, also es klingt schon sehr nach einer Beziehung. Und James Arthur, ich meine, der hat einfach auch eine krasse Stimme, eine Gesangsstimme. Aber auch da, ne, treated you like you weren't enough. Und das ist manchmal so, ne, wenn wir in Beziehungen sind, dass wir dann so mit unseren Themen plötzlich zugange sind, weil Themen angeteasert wurden durch das Verhalten von jemand anderem, alte Geschichten, alte Ängste hochgekommen sind und wir dann plötzlich ungerecht geworden sind oder vorschnell mit unserer Meinung. Wir Dinge nicht sehen konnten oder wertschätzen konnten, die auch da waren.
und dadurch so einen Tunnelblick bekommen haben, ne? Und damit jemandem dann auch echt Unrecht tun. Und uns das erst im Nachhinein, wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat, wenn wir uns wieder beruhigt haben, wieder ein bisschen über alles nachdenken konnten, nochmal besser darüber reflektieren konnten, dass uns dann auffällt, oh shit, ähm, was habe ich da eigentlich gemacht? Das war ein bisschen krass oder das war unfair oder da habe ich vieles nicht gesehen. Und es klingt so, als wäre es in diese Richtung. Aber das geht uns ja nicht nur in Paarbeziehungen so, sondern auch in Freundschaften, in Eltern-Kind-Beziehungen, in was auch immer, jegliche Beziehung. So, lasst uns weiterhören. Treated you like you weren't enough. Oh, I said I'd be there, but never was. But I'm sorry. I'm sorry. Oh, I wish that I had held you close and given you what you deserve. But that's what everybody says when it's too late to fix or bridge this part. This part. I've been waiting by the phone, just praying that you call me up. Ich habe das Gefühl, das ist der poppigste Song, den ich je von NF gehört habe. Es hat so einen Disco-Vibe irgendwie, obwohl es ja eigentlich eine harte, also nicht harte Message, aber schon ein ernstes Thema ist, ne? So. Aber es macht so ein Yeah-Yeah-Feeling auf die Tanzfläche und los geht's. Das ist irgendwie lustig. Aber während des Gesangs immer wieder diese Hintergrundstimme, die finde ich fast noch ein bisschen geiler. Obwohl das wahrscheinlich auch ein James Arthur sein wird, ne? Aber da ist so viel Passion drin, irgendwie so viel Gefühl. Und ja, das kommt immer irgendwie so aus dem Hintergrund und ja, hit me. It hits me. Geil. Gefällt mir. Weiterhören. This part. I've been waiting by the phone, just praying that you call me up. You say you wish you would have stayed and never said goodbye to love. I'm not looking for a fight, baby. I just wanna talk to you. And say I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Manchmal ist es ja auch so, dass wir wirklich im Nachhinein denken, ey, da habe ich echt Mist gebaut. Ich muss mich da echt entschuldigen. Und dann geht es nicht darum, wieder mit der Person zusammenkommen zu wollen, ne? Oder dass da noch Liebe ist oder Hoffnung ist oder irgendwas, was ich von der Person will oder sie nochmal verletzen will oder so, sondern es geht wirklich darum, dass es mir wirklich verdammt leid tut und dass ich vielleicht entweder das Bedürfnis habe, mir das von der Seele zu reden, um mich selbst davon so ein bisschen, ne, in der Hoffnung, dass die Entschuldigung akzeptiert wird und ich dadurch mich ein bisschen freier von meiner Schuld fühle. Oder dass ich das Gefühl habe, wenn die Person das wüsste, würde es ihr vielleicht auch mit etwas besser gehen, dass es ihr vielleicht mit dem, wie ich sie behandelt habe, nicht gut geht oder sie daraus die falschen Schlüsse gezogen hat, sie vielleicht immer noch drunter leidet und wenn ich ihr das erkläre im Nachhinein und mich entschuldige, dann könnte es vielleicht einfach auch besser für sie werden. Und vielleicht ist es auch einfach beides, ne? Und vielleicht geht es auch einfach nochmal darum, über das Gespräch zu verstehen, was ist eigentlich genau passiert, was ist da schiefgelaufen, um für die zukünftigen Beziehungen oder Geschehnisse zu lernen und es vielleicht besser machen zu können. Ja. Yeah, I'm sorry. Say I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Say I'm sorry. I'm sorry. Spannend.
Schöner Song. Überraschend Abtempo. Also irgendwie so gute Laune und gleichzeitig ist es so ein, ey, es tut mir total leid, lass uns nochmal gucken, lass uns nochmal reden. Ich möchte mich nur entschuldigen für das, was ich gemacht habe. Ich habe dir Unrecht getan. Genau, und ich frage mich, wen NF da adressiert. Ich glaube, das kommt nicht so richtig raus und wenn, dann habe ich es überhört. Könnt ihr mich gerne in den Kommentaren aufklären. ähm, aber ja, wir wissen es nicht. Vielleicht. Ich meine, es klang jetzt so, als wäre es schon noch adressiert an jemanden, mit dem man sich nochmal unterhalten könnte. Den man nochmal treffen könnte, um das wirklich zu erklären. Also niemand, der verstorben ist. Oder er spricht es einfach nur in sich aus. So, aber ich glaube, es klingt schon nach jemandem, der noch lebt quasi. Und es könnte dann entweder seine Frau sein, Freunde sein, Ex-Freundinnen. So, ich meine, wir wissen, er hat ja auch Songs über Ex-Freundinnen gemacht. Oder zumindest aus Situationen heraus von früheren Beziehungen. Ja, von daher. Vielleicht weiß es jemand, vielleicht gab es irgendein Interview dazu, dann klärt mich gerne auf. Und ansonsten, ja, cooles Album. Es gibt keinen Song, den ich nicht mochte. Ich habe natürlich meine Favorites. Ja, das ist einfach sehr, sehr cool. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Helft dem Algorithmus, helft mir und meinem Kanal. Abonniert ihn auch gerne und aktiviert die Glocke, dann seht ihr bald mehr von mir. Es wird auf jeden Fall mehr von NF kommen. Ich habe vor, als nächstes Intro 3 nochmal zu machen. Und alles, wo wir auch so Fear und Anger und andere Teile adressiert bekommen haben, um da einfach nochmal reinzuhören und nochmal zu gucken, ob wir da nochmal Parallelen, Verbindungen, Dinge irgendwie raushören können zu dem jetzigen Album. Wenn ihr dann auch nochmal Tipps und Songs, also Tipps habt für Songs, die ich mir anhören sollte zu dem Thema, dann sagt mir das. Wie gesagt, Intro 3 steht auf jeden Fall auf der Liste. The Search, Mansion, Leave Me Alone. Ich glaube, da adressiert er auf jeden Fall auch Fame. No Name, da gibt es, glaube ich, auch Fame. Wobei das wahrscheinlich nicht so viel reinspielt, aber wer weiß. Vielleicht habe ich da auch irgendwas überhört. Ich glaube, das sind erstmal so 5 Songs, die auf meiner Liste stehen würden. Sagt mir gern Bescheid. So, jetzt aber einen wundervollen Tag noch für euch. Bis bald.